Willkommen bei Unterm Messer, dem monatlichen Plastic Surgery Podcast mit Barbie Breakout und Christian Rössing. Hallo meine Süßen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem hoffentlich Lieblings-Plastic Surgery und Beauty Podcast. Mein Name ist Barbie Breakout und ich sitze hier mit dem großartigen Christian Rössing. Hi mein Schatz. Hallo. Mikro an den Mund, wenn du redest. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Jetzt ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. 4 Wochen? Länger als 4 Wochen. 6 Wochen. Vor 4 Wochen haben wir operiert. Ach nein, das ist ja wirklich länger her, dass wir hier saßen. Ja. Ich bin ja nicht so mikrofongeil. Aber schön, dich wiederzusehen. Ja, mit neuem Gesicht. Ihr habt es in der Überschrift schon gesehen. Wir reden diese Woche über nichts anderes als über mich, was mir natürlich sehr gut gefällt. Denn wir haben ein bisschen was angestellt. Ne? Wir haben nämlich der Bärbel ein neues Gesicht verpasst. Also nicht so dramatisch. Ihr seht, ich sehe immer noch aus wie ich. Aber wir haben ein paar Änderungen vorgenommen. Und was genau wir da gemacht haben und wie das vor sich ging und ob es dazwischen dann vielleicht auch mal Unzufriedenheit gab auf Kundenseite, erfahrt ihr in dieser Folge. Eine Sache will ich vorweg schicken. Es wird ein bisschen grafischer als sonst, sagen wir mal. Es wird ein paar Bilder und auch Videos geben, wo es ganz schön blutig und so aussieht. Wenn das zu viel für euch ist, wird das nicht die Folge für euch sein. Das möchte ich nur sagen und eine kleine Warnung vorausschicken. Wir zeigen jetzt keine offenen Wunden, aber wir zeigen halt den Heilungsprozess, wie er so ist. Und das sieht manchmal ein bisschen crazy aus. Richtig. So, jetzt erzähl doch erstmal, was genau wir gemacht haben, mein Schatz. Ich habe mich ja einfach auch auf dich und deine Wünsche eingelassen und das Ganze orientiert, einfach auch nicht zu viel zu tun. Wir hatten ja schon so viele Sachen mal ins Auge gefasst. Dann kam ja ein ziemlich guter Weight Loss dazu und siehe da, waren viele Dinge, haben sich einfach auch dann erübrigt. Ja? Und das ist schön, dass es so ist. Deswegen Big Fan. Aber es waren so ein paar Dinge, die dich gestört haben und das war unter anderem hauptsächlich der Tränensack. Dass einfach dieses Vorwölben am Unterlid, dieser regelrechte Tränensack, inklusive der Tränenrinne, dich gestört haben. Und auch deine Augenbrauen, wobei ich immer sagen muss, die Augenbrauen, du schminkst es ja auch oft und die sind natürlich ein wichtiges Merkmal im Gesicht, aber die waren dir einfach zu tief. Mittlerweile, genau. Mittlerweile, so vom Shape her. Aber meine Überlegung war ja auch, wie hoch sollen die denn kommen, ja? Und was könnte eventuell das Problem dann im Nachgang sein, wenn es dann einfach zu viel ist? Diese Balance zu finden, das war die Aufgabe und es war natürlich schon eine richtige OP. Ich denke, du hast es gut gemacht. Man geht so ein bisschen durch die Hölle. Also ich meine, du hast es gut gemacht als Patientin. Ja. Ich weiß, man geht da so ein bisschen durch die Hölle. Ich habe mein Bestes gegeben. Du, es ist ja gar keine, also ich musste ja gar nicht viel ertragen, außer natürlich ein bisschen Schmerzen und ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten ist ja alles einfach nur dir zu verdanken und das ist großartig geworden. Aber wir springen schon viel zu weit voraus. Das Ding war, ursprünglich hatten wir mal, du hast es schon angedeutet, hatten wir gesprochen, ich bin seit Ewigkeiten mit meinem Hals unzufrieden, weil hier einfach schon seit 20 Jahren sich hier abzeichnet, dass da die Spannkraft nachlässt, dass da Falten sind und auch dadurch, durch das viele Zu- und Abnehmen, das hat natürlich auch nicht geholfen, dass hier immer mehr so ein Truthahnlappen war und dann gab es hier so eine Lefzen-Geschichte, die mich wahnsinnig genervt hat und dann waren wir eigentlich schon auf dem Trichter, dass wir gesagt haben, okay, wir machen wahrscheinlich einen Deep Plane Facelift. Genau. Weil wollte ich gerne den Hals gestrafft haben, dass du gesagt hast, das macht keinen Sinn, wenn wir das nicht anständig ziehen können. Deswegen Deep Plane Facelift. Und dann ist das Unmögliche passiert. Ich bin hierher gekommen zur Besprechung, zum Anzeichnen quasi für den Deep Plane Facelift. Und dann schaut der Christian mich an und sagt, es macht keinen Sinn. Du bist zu straff. Ja. Und dann war ich sehr happy, weil that never happens, dass dir jemand sagt, nee, macht keinen Sinn. Was ehrlicherweise auch bedeutet, und das muss man so zugeben, das Deep Plane Facelift in dem Zustand, wie ich es dir vielleicht sogar empfohlen habe, wäre eigentlich auch nicht der richtige Weg gewesen. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, das Abnehmen, wie auch immer man das schafft, das betrifft ja nicht nur immer den Bauch oder irgendwelche angeblichen Problemzonen, das ist ja eben auch das Gesicht und ein Lifting, ob Deep Plane oder nicht. Wir müssen eine relative Menge an Gewebe
heben. Natürlich saugt man da auch ein bisschen Fett am Hals ab, aber das wäre vielleicht gar nicht so die richtige Lösung gewesen. Daher bin ich froh, dass es einfach den Weg gegangen ist, so wie es jetzt passiert ist und wir uns auf die wichtigen Dinge fokussieren konnten und der Rest hat sich ja von allein im Prinzip erledigt. Ja, aber fantastisch. Also ich bin so happy, dass du das vorgeschlagen hast. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, der Braueneingriff, den wir gemacht haben, nennt sich einen Gliding Brow Lift. Wir erklären gleich im Detail, was das ist. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt und ich bin ja, wie du weißt, ganz gut informiert, was so Eingriffsmöglichkeiten immer angeht. Aber ne, dass das quasi narbenlos passiert, dass wir da eine gewisse Höhe hinkriegen und eine gewisse Straffheit wieder hinkriegen, das war mir gar nicht bewusst und dass du das überhaupt vorgeschlagen hast, war ich super dankbar. Und dann auch die Sache mit dem Unterauge, wo ich dachte, okay, eine Unterlidstraffung sehe ich eigentlich nicht so. Und da hattest du ja auch gesagt, das ist es eigentlich nicht. Es ist eine andere Technik. Also ja, das waren so viele Sachen, die mir nicht bekannt waren, die du dann einfach mal, weil du halt ein Profi bist. Bin ich ja mega happy drüber, dass du mal Dinge nicht sofort vorher wusstest. I didn't know shit about this. Das hat mich auch gefreut. Damit konnte ich ja auch mal punkten. Und ja, freut mich, dass es also zum jetzigen Zeitpunkt alles gut aussieht. Und ich denke, wir gehen mal die einzelnen Punkte durch. Genau, oder? ich würde anfangen, erstmal mit dem Gliding Brow Lift würde ich anfangen, dass du einfach mal erklärst genau, was das ist, wo wir da reingehen, was für eine Technik verwendet wird, weil da gibt es ja auch noch eine Überraschung. Ja. Gliding Brow Lift heißt, wie es der Name schon sagt, wir schieben oder wir gleiten gewisse Schichten übereinander, sodass wir also Hebeeffekte entstehen lassen. Ein Brauenlift kann ja auf ganz, ganz viele Arten operiert werden, zum Beispiel ein direktes Braulift. Man schneidet einfach Haut über der Braue weg, näht es zusammen. Ich habe das einmal gesehen und das sieht nicht gut aus. In der Regel sieht es nicht so gut aus. Es ist natürlich ein super effektiver, mega einfacher Eingriff. Sure. Es eignet sich zum Beispiel für Personen, die sicher ihre Augenbrauen dicker tätowieren lassen wollen. Da kann man so eine Narbe mit versenken, das funktioniert. Wenn das aber nicht gewünscht ist, dann hat man einfach dauerhaft eine Narbe, die meistens auch so ein bisschen höher rutscht, als die Augenbraue Die ist. ein bisschen ausreißt auch, ne? Richtig. Ja. Und das sieht dann so ein bisschen clownsmäßig aus. Die zweite Version eines Brauenlifts ist ein endoskopisches, wirklich ein echtes Brauen- oder Stirnlift, wo wir auch über kleine Schnitte im Haaransatz auch richtig von innen mit Häkchen oder speziellen Nähten unterhalb des Muskels, also auch quasi Muskel und Faszie anheben, um dann einen dauerhaften Effekt zu erzielen. Und was wir jetzt bei dir gemacht haben, Machst du das gerne, den das Endoskopischen? mache ich nicht so gerne, weil ich manchmal das Gefühl habe, das passiert eigentlich nicht viel mehr als beim Gliding Brow Lift. Ach so. Und das ist ja wesentlich easier. Ja. Denn da gehen wir zwar auch mit so ganz kleinen Minischnitten, ich meine, deine Schnitte sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht Ich mehr. habe hier, da und da, ich blende euch das ein. Ich habe es heute Können Morgen wir ja nochmal also das war wirklich ohne Make-up. Ihr könnt es jetzt hier sehen. Ich spiele es ein. Das sind 2 winzig kleine Schnitte nur noch zu sehen und also eigentlich sieht man sie gar nicht. Man sieht sie eigentlich fast gar nicht. Das ist schon nicht mehr, also mehr als ein Stich ist. Man geht aber schon über diesen kleinen Zugang auf beiden Seiten in der Stirn in die gesamte Stirn. Und im Unterschied zu diesem endoskopischen Braulift, wo man dann also auch in tiefere Strukturen geht, bleiben wir ganz streng unter der Haut. Wir lösen die Haut auf der Muskelfaszie ab, respektieren natürlich auch, dass da ein paar Nerven langlaufen. Da muss man natürlich wissen, wo man da rumzwiebelt. Und dann haben wir sozusagen die Haut vom Muskel abgehoben. Und dann verschieben wir die auf die Wunschhöhe. Und wie kriegt man die fest? Ich glaube, da hast du auch ein paar Fotos, die du dann zeigen kannst. Das sieht nämlich ziemlich gruselig aus. Ja. Mit einem sogenannten hämostatischen Netz. Das sind also einfach Nähte, die wir bei so einem Rollbraten von außen durch die Haut, man hebt es einfach, man zieht es einfach, die Schwester zieht im Prinzip dahin, wo ich das will. Und dann nähe ich das wie das tapfere Schneiderlein, wie so ein Wickelbraten drüber. Und dann ist das da, wo ich es haben will. Dann verkleben diese Schichten. Ja. Die bleiben da jetzt nicht wie angenagelt. Aber wir haben auf jeden Fall eine signifikante Hebung da. Die ist nie so übermäßig, wie man es befürchten könnte. Habe ich also noch nie erlebt. Und das ist die ganze Sache. Das ist eigentlich total einfach. Es sieht nur komisch aus. Es sieht auf jeden Fall super freaky aus. Also ihr habt die Bilder jetzt ja schon gesehen. Wir sehen gleich noch im Bewegtbild, wie das bei mir aussah. Da hatte ich bin ja nie aufgeregt vor solchen Sachen. Ich freue mich ja immer eher. Ich habe mich auch auf das Ding wahnsinnig gefreut vorher, bis ich dann nochmal,
ich glaube, so eine Stunde bevor ich hierher gekommen bin zu euch, habe ich nochmal das hämostatische Netz gegoogelt und dann war ich so, dass ich dachte, oh, das sieht schon einfach crazy aus. Ich habe, also ne, es ist ja für uns Drag Queens ist das ja keine neue Sache, dass man sich irgendwie Tapes ins Gesicht klebt, auch um genau diesen Bereich zu heben, ne? Die Braue irgendwie höher zu kriegen und so. Und das war bei mir, ich war immer neidisch auf andere Leute, ich habe das bei anderen Queens gesehen, bei denen das hier viel elastischer war. Also die können, wenn die sich hier ein Tape hinkleben und da ein Tape hinkleben, können die ganze Braue so nach oben bappen. Bei mir ging das nie. Also ich muss immer relativ viele Tapes und relativ nah ins Gesicht rein, um genug Zugkraft zu haben, weil einfach das Gewebe unten drunter, glaube ich, zu fest ist oder so. Richtig. Und das wird ja da auch eine Rolle spielen, ne? Dass bei manchen Leuten, dass man da mehr Zug kriegt und bei anderen weniger. Ist das ein Männer-Frauen-Ding auch, oder? Kann man so sagen, vielleicht nicht, also es trifft nicht so 100% dann zu. Es gibt da auch so Mischvarianten, aber es ist einfach so genau, wie du das erklärst mit diesen Tapes. So ähnlich ist es im Prinzip in dieser Operation. Es gibt Menschen, die haben einfach so eine ganz starre, feste Haut und auch das subkutane Gewebe ist so fest, da kannst du ziehen, so viel wie du willst. Da wird nie viel rauszuholen sein. Es ist ja ähnlich auch wie beim Facelift, will da jetzt gar nicht so weit ausweiten, das Thema. Aber viele sagen ja immer, guck mal, das gefällt mir hier nicht, diese Nasolabialfalte. So hätte ich das gerne, so wäre das schön. Nur das kriege ich natürlich nicht von Schnitten, die oben im Haaransatz sind, bis zur Nasolabialfalte. Also wirklich nur schwer und dann eben wirklich mit diesen tiefen Techniken. Ja. Aber so mal eben ein bisschen Haut wegschneiden oder ziehen, das funktioniert eben nicht. Ne? Ja. Und da ist bei Männern und Frauen, da ist da schon ein Unterschied. Bei Frauen ist meistens einfacher. Ja, und also du sagst ja auch, es gibt ja auch Leute, also ne, unabhängig vom Geschlecht, wo das einfach anders ist. Meine Freundin Clarissa zum Beispiel ist ein Mann und ne, die konnte sich immer schon, wie gesagt, mit einem kleinen Stück Tape hier und einem kleinen Stück Tape da, das hat sie sich nach oben gezogen und plötzlich hatte die ihre natürliche Braue hier oben sitzen und ich habe immer gedacht, ich bin super sauer und neidisch, weil bei mir ging das nie. Also ja, wir haben da rausgeholt, was rauszuholen war, glaube ich. Jetzt musst du mir mal erklären, wer kam denn auf die Idee mit diesen Netznähten? Weil das ist wie so oft in diesem Podcast, dass ich hier sitze und wir reden über Techniken und ich denke mir, meine Güte, welcher kranke Geist kommt auf die Idee, das zu machen? Ich kann dir sagen, genau denselben Gedankengang hatte ich nämlich auch, als bestimmt ist das 12 Jahre her, ich erinnere mich, das war ein Kongress in USA, in Miami, regelmäßiger Kongress und da gab es einen Brasilianer, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich weiß auch nicht, ob er der Erfinder ist, aber der hatte eine riesen Vortragsreihe, es ging nur um Facelift, es ging um Halslift, um Brauenlift, Stirnlift und so weiter und auf einmal sah ich diese Fotos, die da in seinem Vortrag, wo die Leute eben alle aussahen, als wären sie quasi ein kompletter Wickelrollbraten und ich weiß noch, wie die Leute so raunten im Auditorium. Und alle sagten, sag mal, der hat doch wohl voll einen Schuss, das kannst du doch, wie soll denn das aussehen? Es gibt doch garantiert Narben, es gibt doch garantiert irgendwelche bleibenden Spuren von diesen Nähten. Und jetzt haben wir einfach mal 12 Jahre später und ich kenne fast keinen mehr, der es nicht macht. Es hat sich so ausgebreitet und das hat nicht nur die Funktion wie beim Gliding-Braulift, sondern auch beim Facelift oder Halslift macht man es, um den Totraum, wo sich zum Beispiel auch ein Hämatom bilden kann, zu verkleinern. Im Normalfall haben Sie, Totraum? also es gibt ja einen Raum, in dem also ein Hämatom, also nachbluten kann. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt beim Facelift alles Mögliche abpräpariere und habe dann natürlich größere Wunden unterhalb der Haut, also große Flächen, die gelöst sind, dann kann natürlich so ein Hämatom sich ausbreiten und deswegen heißt es hämostatisches Netz, dieses Netz verhindert das und es kann halt einfach nicht so eine punktuelle Mega-Nachblutung geben. Seitdem hat man das auch gar nicht mehr. Also es hat so viele Vorteile und es hat einfach gar nicht diesen Schrecken im Ende, wie es dann am Anfang aussah. Und ich kenne, also wie gesagt, die meisten machen es. Ich mache es jetzt immer und habe nur gute Erfahrungen. Sensationell. Aber man muss es den Leuten natürlich dann erzählen und erklären, auch bei der Aufklärung, weil die sind manchmal wahnsinnig geschockt, wenn sie sich Honey, also ich Also habe wirklich. Leuten ja vorher gesagt, dass wir das machen und dass ich wild aussehen werde. Und die haben trotzdem teilweise ihren Lunch verloren. Also, ne, wie man das im Englischen sagt, denen ist was aus dem Gesicht gefallen, als die mich zum ersten Mal dann ohne Verbände gesehen haben, weil die halt wirklich auch, also einfach schockiert waren. Ja, man denkt, das wird ja, weil wie lange, geht doch niemals weg innerhalb von ein paar Wochen. Ja.
Ja. Ihr Süßen, wir zeigen euch jetzt erstmal kurz einen kleinen Einspieler von dem Beratungsgespräch. Ich werde das, was wir jetzt schon besprochen haben, schneide ich noch im Nachhinein raus. Dann müsst ihr euch nicht das ganze Ding zweimal anschauen, aber dann seht ihr mal, wie so ein Beratungsgespräch genau abläuft. Ihr seht, wie das angezeichnet wird, wie Christian mich berät. Und ihr seht kurz noch ein paar Minütchen von meinem letzten Video mit dem alten Gesicht zu Hause, bevor es zur OP ging. Heute geht es jetzt nochmal um das Ganze zu besprechen, was wir vorhaben. Also was dich stört, ist ja, und du magst es natürlich auch, dass die Augenbrauen ein bisschen angehoben sind. Das weiß ich. Und wir wollen das gerne dauerhaft lösen, das Problem, mit einem sogenannten Gliding Brow Lift. Das beruht darauf, dass wir hier im Haaransatz, der ist bei dir natürlich ein bisschen schwierig zu erkennen, weil du gerade richtig durchrasiert bist, aber hier sind ein paar Haare, dass man hier einen kleinen Zugang findet. Der ist maximal 1 Zentimeter groß. Der wird auch so gelegt, dass er später kaum sichtbar sein wird. Und dass wir dann in den Bereich oberhalb der Braue bis knapp unterhalb der Braue, dass wir da einen Teil der Haut mobilisieren auf dem Muskel, das heißt auf dem Frontales-Muskel. Zieh mal die Stirn richtig hoch, geht kaum, weil du im Moment ja ziemlich viel Botox noch drin hast. Das ist auch okay, das stört mich überhaupt nicht. Aber im Prinzip geht es hier um diesen Bereich und hauptsächlich auch um den äußeren Bereich. Ach so, wir ziehen hier vorne gar nicht mit? Doch, ziehen wir auch. Okay. Es geht, also du siehst, es geht bis hier runter. Ja. Und man kann das eben auch noch anpassen, bis wohin. Also man zieht auch gerne hier mit. Ja. Das ist ja das, was viele, dass man geht auch mit Botox kaum zu machen. Ja. Mit Botox kann man relativ gut hier so einen Chemical Lift machen, aber hier funktioniert das eigentlich wirklich nur mit einem Braulift. Ja. So, und das Gliding Braulift beruht darauf, dass wir die Haut von der Muskelfaszie befreien, und zwar ausgiebig bis knapp unter die Braue, dass wir dann definiert die Braue anheben. Und dass wir dann sogenannte hämostatische Nähte platzieren. Das sind diese diese Rollbratennähte. Gefahren, was kann passieren? Hauptgefahr ist dieses Hämatom, was ich dir eben sagte. Das ist an sich mit dieser Technik, mit diesem hämostatischen Netz ausgeschlossen oder fast ausgeschlossen. Es kann natürlich sein, dass kleine Branchen von Ästen, die die Haut sensibel versorgen, dass die bei dieser relativ brutalen Version, die Haut da abzulösen, für eine Zeit beleidigt sind. Manche Leute haben auch hinter diesem kleinen Schnitt hier oben an der Kopfhaut manchmal so einen kleinen Sensibilitätsausfall. Der ist aber nur vorübergehend. Okay. Also das ist auch selten der Fall. Okay, und die Position der Braue wird quasi gleichmäßig, so wie sie jetzt ist, nur einfach höher gemacht. Wie viel höher kommen wir denn? Also das merkt man, wenn man hier die Beweglichkeit testet. Du siehst ja hier oben, wenn ich hier etwas ziehe, passiert nicht viel. Ja. Dadurch, dass wir aber die gesamte Haut lösen, lockern wir dieses ganze Feld und wir können die Braue circa so ungefähr 0,8 bis 1 Zentimeter sicher anheben. Und das, mehr ist das nicht, weil man denkt immer, das ist viel, viel mehr. Aber du siehst aber hier, das ist ja schon eine Menge. Das ist eine Menge. Ja. Nice. Das ist eine Menge. Okay, freue ich mich sehr drauf. Ne, dasselbe auf der anderen Seite. Ich habe es jetzt nur auf der angemalt, aber dass du es einfach verstehst. Ja. Zweiter Eingriff, den wir machen, schließ mal bitte die Augen. Vielleicht könnt ihr das dann auch sehen. Wenn ich hier so leicht auf den Augapfel drücke, dann sieht man, wie sich recht zentral und auch seitlich ein bisschen Fett nach vorne drückt. Und das sind die sogenannten Tränensäcke. Die sind bei dir nicht so stark ausgeprägt, jedoch sieht man hier die Abgrenzung zur Orbitakante. Das ist dieser knöcherne Rand, der das Auge sozusagen hier umschließt. Das ist die knöcherne Augenhöhle. Und darauf sitzt jetzt dieses Pad an. Ist auf der Seite immer stärker als auf der anderen? Auf der Seite ist es stärker. Da hast du sogar auch noch wirklich schon so eine kleine Hauterschlaffung zusätzlich. Plus natürlich auf beiden Seiten unterhalb der Lidkante auch ein bisschen zu viel Haut. So, und was ich machen werde, ist über einen kleinen Schnitt über die Sklera, das heißt über das Auge innen, wird mit einem ganz kleinen elektrischen Skalpell einen Schnitt gemacht. Wir stellen uns dieses Fett da im Unterlid und es wird dann recht clever verteilt, nämlich in diese Furche hinein, sodass man, es sind 2 Kompartimente, die werden also etwas aufgedröselt, sage ich mal auf Deutsch, und werden dann in diese Rille transplantiert oder verteilt. Und zusätzlich müssen wir wahrscheinlich an 2 Stellen auch etwas von dem Fett entfernen, damit es eben nicht mehr so nach vorne kommt. Ne? So, und abschließend, wenn dieser Schritt getan ist, entfernen wir ein ganz klein bisschen Haut. Man nennt das eine Pinch-Technik, also man entfernt wirklich nur
das, was an Haut übrig ist, was wir hier in den Finger pinchen können, um dann auch so einen Snatched-Effekt zu bekommen. Das heißt, es wird ein bisschen gestrafft auch. Es wird ein bisschen gestrafft. Ganz ohne Straffung kann man das auch versuchen, da hat man aber oftmals einfach ein bisschen zu viel Haut übrig. Okay. Das ist so eine Pinch-Technik, diese Kombination, die ist super sinnvoll, mache ich auch fast immer so. Okay. Und last but not least, nehmen wir, wenn da noch ein bisschen Rest übrig ist an Fett am Bäuchlein, dann nehmen wir so ein paar Milliliter, bereiten die auf in Mikro- und in Nanofett und verteilen das in verschiedenen Schichten in dieser Rille, um das Ganze nochmal zu stabilisieren, damit wir wirklich sicher sind, dass das eben nicht mehr kommt. Macht das Sinn noch überall irgendwo anders im Gesicht oder bleiben wir da? Es macht Sinn, in dem Falle, wenn wir hier schon mal Fett rausholen, finde ich, würde ich es an deiner Stelle Temples, ne? hierhin machen. Entschuldigung, es geht jetzt nicht darum, dass man hier irgendwo besonders viel Volumen auffüllt, aber es wird ein bisschen voluminöser. Aber in deinem Fall, du hast so ein bisschen Akne-Problemchen. Eigenfett mit diesem Stammzellpotenzial ist sehr gut geeignet, um auch die Narben für die Akne-Bereiche zu behandeln. Das ist ja vor allem hier an den Temples und da, ne? Und da und auch hier so ein bisschen am Jaw hier unten. Ja. Ich würde das machen, das ist ein kleiner Schritt. Wir haben ohnehin immer ein bisschen mehr Fett, als wir brauchen und das würde ich dann dahin verteilen. Nice. Bitte nicht auf der Seite schlafen die Tage danach, damit wir auch das Eigenfett nicht gefährden und dass dann auch hier oben nicht irgendwas sich verschiebt. Also das ist ganz wichtig. Ich empfehle auf der Seite muss ich irgendwie gucken. Ja, dann musst du so einen Ring machen. Es gibt ja diese kleinen, diese Kissenringe So da, wo man dann versucht, ganz im Unterbewusstsein bleibt man auch meistens die ersten 3-4 Tage auch meistens auf dem Rücken liegen. Okay, einsatzbereit bin ich dann wann wieder? Also wann kann ich wieder unter Leute? 10 Tage. Kommt so drauf an, was du damit meinst. Ja, also man hat 10 Tage sichtbare Spuren. Okay, na, ich habe ja dann meistens auch dicke eine Brille Kamera aufsetzen oder und so, so, genau, ja. Da habe ich ja schon Übung. Und das Gute ist, dass es mir immer ein bisschen egal ist. Cool, okay. Was sind Kosten? Also jetzt nicht für mich, sondern für die normalen Menschen da draußen. Das setzt sich, das ist ja ein Kombinationseingriff. Jedes einzeln wird ja auch oft angefragt, dass man also nur die Unterlidplastik macht oder auch nur Eigenfett. Genau, sagt man nur die einzelnen. Und wenn man die einzeln kombiniert, das Brauenlift kostet so ungefähr 4.000 Euro. Eine Unterlidplastik kostet je nach Technik zwischen 3.000 und 5.000 Euro. In dem Fall, wenn es also eine transkonjunktivale, also über die Bindehaut geführte Unterlidplastik ist mit Pinch und Eigenfett, kommt man schon ungefähr in die 5.000 Bereich. Okay. Und Eigenfett sind meistens Add-ons bei den OPs, die sind selten nur noch alleine, die mache ich auch bei Facelifts fast immer mit. Die berechnen wir dann so mit 1.000, 1.500 Euro. Das kommt auch immer auf den Aufwand drauf an. Yay. Also, dann geht's los. Ich freue mich. Ja, schön vorbereiten, nüchtern kommen. Wir machen das Ganze natürlich nicht in Lokalbetäubung, das ist einfach zu viel. Wir machen es 100% in einer tieferen Sedierung durch den Narkosearzt. Aber keine Vollnarkose. Es ist keine Vollnarkose, aber es begleitet vom Narkosearzt, der dafür sorgt, dass alle deine Vitalwerte okay sind, dass du eben ruhig da liegst. Okay, brauche ich jemanden, der mich abholt? Ja, unbedingt, weil das ist eine OP, die wird nicht mit einer Übernachtung sein, sondern es ist eine ambulante Operation und dann ist es verpflichtend, dass man abgeholt wird. Alles klar, das heißt, ich kann nach Hause. Das ist ja cool. Du kannst nach Hause. Yippie. Ich freue mich. Dann, bis morgen. Bis morgen. So, es ist jetzt der Tag der Surgery. Ich habe noch 3 Stunden, 2,5 Stunden, dann muss ich los. Wollte noch einmal zeigen, wie es vorher ist. Ich will eigentlich genau die Position, wie sie ist, weil ich liebe die Form meiner Augenbrauen. Also er muss vor allem hier auch ein bisschen anheben, dass das Auge offener wird insgesamt. Dass wir irgendwo so da landen, das wäre ideal. Und das Unterauge, ich kann euch gar nicht sagen, wie ready ich dafür bin, dass das weggeht. Weil das ist, also nicht, das begleitet mich echt schon Jahre, Jahrzehnte. Ich habe das wirklich schon Jahrzehnte, dass hier immer tendenziell so ein Tränensack ist, so eine Einlagerung. Und jetzt durchs Alter in den letzten Jahren, dass hier halt die Tränenrinne, dass da halt überhaupt kein Fett mehr drunter ist, das nervt auch wahnsinnig. Und es ist einfach zu viel Haut, das sehe ich in jedem Video, das ich schneide. Also ja, as soon, so schnell wie möglich, kann das gerne alles anfangen. Ich werde jetzt ins Bad gehen und ein letztes Mal Make-up auf diese Visage mir auftragen. Und dann packe ich mal alles ein, was ich einpacken muss. Und dann geht's auch schon los. Bussi. Wir sehen uns dann mit dem neuen Gesicht.
So, ihr habt es jetzt gesehen, das war das vorher und die letzten Sekunden quasi davor. Ich will jetzt ein bisschen erzählen, wie dann tatsächlich die OP abgelaufen ist, wie der Ablauf war. Ich bin hierher gekommen, wir hatten, glaube ich, um 16 Uhr war ich bestellt, nüchtern. Du warst spät. Ja, Ja. nüchtern bestellt und bin hier eingeritten, dann bin ich hier bestens empfangen worden, wie immer, vom Personal und so. Die haben mich gleich auch in den OP-Raum quasi gebracht im 4. Stock. Dann wurde ich da, ich glaube, mir wurde auch gleich ein Zugang gelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Also das wurde alles gleich sofort schicki gemacht und das ging dann relativ zügig. Ne? Ich glaube, ich war nach einer halben Stunde, war ich schon auf dem OP-Tisch. Ja. Und dann ging es auch direkt los. Was mich gewundert hat, weil wir hatten im Vorfeld ein bisschen über die Narkosegeschichte gesprochen und ich dachte eigentlich, ich werde gar nicht ansprechbar sein. Also wach, aber nicht ansprechbar. Ich war dann aber sehr wach die ganze Zeit. Ja. Ist das normal? Oder bin das ich ein ist so, Wunder? nee, das ist so nicht ganz normal und das wollte ich dir auch nochmal als Feedback geben. Ich habe nämlich gestern just mit deinem Anästhesisten nochmal zusammengearbeitet und habe ihn gefragt, sag mal, das war ja schon speziell. Ich meine, es war okay für dich. Absolut. I had fun. Aber ich konnte noch niemals mit jemandem, bei dem Propofol eigentlich unentwegt tropft, mich so toll unterhalten wie mit dir. Du hast keine Schmerzen gehabt, du warst beruhigt. Ja. Und das ist ja eigentlich das Hauptsächliche an der Sache. Und er sagte nochmal, es gibt Menschen, bei denen ist das bei dieser Dosierung genau, man trifft sozusagen in diese Lücke, dass die doch nicht völlig weggebeamt sind, sondern mit denen eine Unterhaltung sogar noch möglich ist und auch das Erinnerungsvermögen da ist. Das ist ja übrigens beim Propofol nicht unbedingt so wie beim Dormicum, wo man so eine retrograde Amnesie hat, also vergisst alles. Und somit war das eigentlich perfekt. In dem Fall hat es mir auch gefallen, aber es gibt ja auch manchmal Patienten, wo du denkst, das wäre jetzt echt schön, wenn ich nicht reden müsste. Wo man dann einfach auch natürlich diese zusätzlichen Talk neben der Konzentration auf die OP ist für mich ein bisschen belastend. In dem Fall war das natürlich nicht Wenn so. die zu viele Fragen stellen oder wir haben auch nicht viel nervös sind. gesprochen, das waren nur so mal ein paar. Aber es gibt Leute, die Ich habe gesagt, dass du meine Wimpern gerade abbrennst und du so, nein, mache ich nicht. Und ich habe es aber gerochen. Also du hast sie abgebrannt mit deinem Kauter. Das war ein bisschen der Kauter. Aber das ist natürlich, wäre für mich ja Wahnsinn, wenn ich jetzt mit jedem Patienten noch ein Gespräch führen müsste, während ich operiere. Aber okay, in dem Fall war das super und ja, also du kannst dich ja auch an alles erinnern. Eigentlich. Ich kann mich, glaube ich, also an relativ viel erinnern. Ich lag da länger, als ich Erinnerungen habe. Also insofern, ich werde zwischendrin schon auch ein bisschen gedöst haben, nehme ich an. Oder zumindest sind da Lücken im Ding. Aber ich habe, also wie du sagst, ich hatte keine Schmerzen, es war nicht unangenehm, gar nichts. Ich fand es sogar angenehm, dass ich dabei war, so, dass ich es mitbekommen habe und jetzt nicht irgendwie dämmerig war, weil das ist natürlich meine größte Angst. Immer wenn ich eine totale Betäubung, wie sagt man, eine Vollnarkose bekomme, ist immer das, was man in diesen Videos sieht, wenn die Leute dann so Blödsinn anfangen zu reden. Wo ich dann immer denke, um Gottes Willen, also wenn ich jetzt irgendwie sexuelle Anzüglichkeiten gegen irgendjemanden da sagen würde oder so, ich würde mich an Grund und Boden schämen. Also ja, das fände ich ganz schlimm. Insofern fand ich es angenehm, dass ich irgendwie in so einem Zustand war, wo ich irgendwie noch Herrin meiner Sinne war gefühlt. Genau, und also bin dann da rausgekommen, wir waren dann fertig, dann bin ich da aufgestanden, ihr habt mich da in den Aufwachraum quasi gebracht, dann war da schon meine beste Freundin Ina, hat mich abgeholt. Ich hatte Schmerzen nicht so richtig, ich hatte so ein bisschen Druck. Ne? Das war, also ich war ja, ihr seht es jetzt gleich, ich hatte so einen Druckverband um die Stirn und unterm Auge war ich so getaped, wo halt das Eigenfett drin war. Aber ja, im Großen und Ganzen war das irgendwie alles relativ easy. Ich spiele das jetzt nochmal ein, dann könnt ihr mal gucken, wie man da so direkt danach aussieht. So. So sieht es jetzt aus. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass wir haben ja, also du hast ja dieses Eigenfett aus dem Bauch rausgenommen, dann hast du das aufbereitet, geklärt, was auch immer. Und dann wurde das ja mit einer stumpfen Kanüle quasi wieder reingefächert. Ne? Das heißt, man macht ein größeres Loch und geht dann da mit einer stumpfen Nadel rein und verteilt. Und das war gar nicht so einfach. Ne? Da gab es Widerstand quasi.
Beim Einspritzen. Weil du meintest, unter der Haut, das ist schon so ein bisschen verklebt und da macht Richtig. mir zu Sorgen. Ja, muss man sich nicht so wirklich Sorgen machen, aber der Grund ist in der Regel, und ich weiß, dass auch das haben wir ja schon gemacht oder wurde an anderer Stelle gemacht, alle kollageninduzierenden Behandlungen, wie zum Beispiel Sculptra, also Polymilchsäurebehandlung oder Ultherapie oder alle wärmeinduzierten Maßnahmen oder Radiofrequenz-Needling, alles, was sozusagen so eine Kollageninduktion hervorruft, kann natürlich auch zu Verklebungen der Haut mit der Unterhaut zur Folge haben. Und das ist natürlich beim Einspritzen, beim Lösen von Gewebe immer ein bisschen schwierig. Da kommt man da nicht so gut durch. Ein Problem. Und das ist eher beim Facelift ein Problem, denn die Stellen, wo ich die Haut lösen muss vom Untergrund und die dann so massiv vorbehandelt sind mit all diesen Fillern und Sculptra und was weiß ich, da habe ich schon Überraschungen erlebt. Im Übrigen letzte Woche, unglaublich, habe ich eine Frau geliftet, die ist Anfang 60 und die hat das letzte Mal mit Anfang 40 Hyaluronsäure in die Wange füllen lassen. Ich konnte aus der Tiefe heraus mit dem Daumen während der OP noch die 20 Jahre alte Hyaluronsäure rausdrücken. Nee. Und ich habe noch gedacht, vielleicht ist es was anderes. Wir haben dann extra eine Hylase aufgelöst, mal so ein Fläschchen, haben das dann mal sozusagen außerhalb des Körpers dann auf der Kompresse, diese alte Hyaluronsäure ist sofort angesprungen, ist aufgelöst durchs Enzym. Also das ist der Beweis auch gewesen, dass die Hyaluronsäure, die baut sich einfach nicht so einfach ab, wie man immer glaubt. 20 Jahre. 20 Jahre war ein wenig. Und war dann ja auch nicht wenig, oder? Wenn du das so es war richtig viel. Also das war das war auf jeder Seite ein guter Teelöffel. Nur aus der Wange heraus. Crazy. Ja. Und man merkt aber auch, das Gewebe ist dann einfach so ein bisschen aufgeweicht. Es fühlt sich nicht mehr jungfräulich an. Also all diese Maßnahmen könnten unter Umständen schwierig sein, wenn man einen Facelift mal plant. Ja. Das muss man einfach wissen. Na gut zu wissen. Gut, aber das Einspritzen ging dann ganz gut. Ich musste halt nur ein bisschen bohren. Ja. Ne? Okay. Aber also gut für mich zu wissen, weil ich erinnere, ich war mir nicht sicher, ich weiß, ich habe Ulthera bekommen am Hals und so hier. Am Kiefer quasi, um das alles zu tighten. Ich glaube nicht, dass ich es im Gesicht hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich überlegt, Microneedling selber, Microneedling kann es ja nicht sein eigentlich. Nein. Das muss irgendein Hitzeding gewesen sein. Das muss schon ein bisschen was massiver sein, dass dann wirklich diese Schichten so verkleben. Es kann auch sein, dass es einfach nur vielleicht Hyaluronsäure-Spritzen waren, die oberflächlich, wo man mit so einer stumpfen Kanüle so lang raspelt. Das macht ja auch sowas. Haben wir auch nie gemacht. Oder du hast einfach so feste Haut. Von ganz Natur aus. Maybe. Es wurde dann im Heilungsprozess, der nächste Clip, der jetzt kommt, ihr werdet das sehen, ich nehme euch da wirklich mit auf die Reise, ihr seht jetzt auch die hässlichen Sachen, es wurde dann ein bisschen weniger schön, so die ersten paar Tage. Ich blende das mal ein, dann könnt ihr mal gucken, wie hübsch ich war. Just one other thing I think you should know. Try free. Hallo. Also, das Auge sieht nach wie vor normal aus. Das hier schwillt jetzt so ein bisschen zu. Ich gehe mal davon aus, dass das normal ist. Ne? Ist auch ein bisschen rot, aber ich glaube, das ist normal. Genau, Schmerzen sind fein. Sonst heilt, glaube ich, alles ganz gut. Ich fand mich ja ganz schick mit diesen Stigmata-Tränen quasi. Aber du hast gerade gesagt, das ist nicht der Normalfall. Nein, also ich war ehrlich gesagt, als du das Bild geschickt hast, habe ich gedacht, mein Gott, also das ist eigentlich wirklich nicht normal. Das liegt dann so daran, da hat dann einfach so ein ganz bisschen nachgeblutet, nun genau in der Mitte und dann vielleicht auch noch diese Creme, die in die Bindehaut geschmiert wird. Alles zusammen, das sah dann schon ein bisschen Joker-mäßig aus. Das ist nicht immer so. Es hat mich jetzt aber ich musste mehr oder weniger lachen, weil ich wusste, es ist nichts Schlimmes. Also wir haben hier keine Komplikation gesehen. Das ist einfach, das ist nicht eingetreten. Right. Und ihr habt gesehen, also ne, das, was hier am Anfang, habe ich das relativ stark gespürt, dass durch diesen kleinen Skin-Pinch hier das Unterlid tatsächlich so ein bisschen wegstand auf beiden Seiten. Das war so ein bisschen offen. Das war aber bei Tag 2, 3 war das ja schon wieder fast dran. Ne? Es kann auch mal länger dauern. Ja. Da ist einfach wichtig, dass man die Menge an Haut am Unterlid nicht übertrieben wegschneidet, weil das kann dann wirklich dazu führen, das ist dann irreversibel, dass dann eben immer so ein Zug auf die Lidkante ist und dann heißt es sogenanntes
Scleral Show. Also wir zeigen sozusagen immerzu diese Bindehaut und das ist fürchterlich. Also das will keiner haben. Michael Jackson. Ja, Just gibt saying. es so einige, die das haben und das ist schlimm. Das kann man natürlich auch wieder korrigieren, aber oft diese Unterlidkorrekturen, die sind dann so eine Endlosschleife. Dann ist dann wieder irgendwas nicht und dann hält es nicht und so weiter. Ich glaube, wir machen eine Folge auch zu solchen Sachen, Ich wo glaube, wir Dinge, machen bald eine Folge zu dem Thema. wo einfach Dinge schief gehen. Ja. Und damit meine ich nicht absichtlich oder unabsichtlich. Es gibt einfach Dinge, die passieren, aber man muss wissen, wie man es wieder korrigiert. Und Ja. manche Dinge sind einfach auch nicht so gut korrigierbar. Aber in dem Fall, was du hattest, war alles in der normalen Heilung völlig easy. Sogar sehr schnell, muss ich Ja. sagen. Ja, mein Körper verwundert mich ja tatsächlich häufiger. Also so im Positiven, dass ich Ja. traue dem immer nicht so viel zu und dann macht er so Sachen, wo ich denke, wow, hast du gut gemacht. Und wir sind dann ja jetzt quasi von dem, also ihr habt es jetzt im Video gesehen, ne? Wir haben das Suppige gehabt, dann bin ich am 3. Tag, glaube ich, war ich hier zum Fädenziehen eigentlich. Und dann haben wir aber beschlossen, wir machen das erstmal nicht. Wir lassen die noch ein bisschen drin. Ich habe das beschlossen, weil Genau, du hast das beschlossen. ich habe das beschlossen und du musst einfach alles das machen, was ich sage. Man merkt, es ist so ein Gefühl, gerade bei Männern. Die Haut ist dicker, es ist einfach alles ein bisschen schwerer und rigider. Dann ist es manchmal sinnvoller, 1-2 Tage länger diese Wickelnähte da drin zu lassen, um dann einfach diese Verklebung auch zu bekommen. Daher der Entscheid hätte auch anders sein können, aber ich habe es dann so gespürt. Ich kann ja immer gar nicht sagen, warum das so ist, warum ich das dann entscheide. Because you know what you're doing. Yes, und dann haben wir es einfach Montag rausgeholt. Da Ja. war es eben fast eine Woche drin, ne? Oder so. 5 Tage. Okay. Ja. Ja, das ist so. Länger als eine Woche sollte man das nicht machen. Warum? Weil diese kleinen, die Nadeln und diese Fäden, die dann durch die Haut gezogen wurden, können im Stichkanal einfach auch wie eine kleine Narbe dann bilden. Ja. Und das sollte man dann eben so früh wie möglich, aber auch nicht zu spät rausziehen, damit man das eben nicht sieht. Ja, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, um auch nochmal zu fragen, wer für solche Geschichten nicht in Frage kommt, weil ich glaube, ne, wir haben das schon mal in einer anderen Folge besprochen, Menschen mit mehr Melanin in der Haut, da ist die Narbenbildung anders, das könnte dann tatsächlich, könnten diese Flecken permanent bleiben, ist Ja. das richtig? Also habe ich auch schon gehabt, gerade Leute mit einer hohen, also mit Dunklerer Haut. dunklerer Haut. Einfach, es gibt ja so viele, es gibt ja 5 oder 6 oder sogar 7 verschiedene Hauttypen mittlerweile, also wie sie kategorisiert sind. Die dunkleren wäre ich sehr vorsichtig. Da vielleicht nur 2 oder 3 Tage lassen, das denke ich ist kein Problem, aber eine Woche oder knapp eine Woche wäre unter Umständen schon zu spät, weil dann dieser Heilprozess mit dem Pigment begonnen hat und dann sieht man das dann ewig. Wo Und man dann deswegen vielleicht sonst bei mir sagen würde, ach, da gehen wir mit dem Laser drüber, ist dann ja auch vielleicht problematisch. eben dann auch problematisch. So ein Laser, der brennt eben auch und macht eine kleine Narbe im schlimmsten Fall und die pigmentiert dann eben auch bei dunkleren. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich dann aussah, als der Druckverband und das Ding unterm Auge abgemacht habe. Wir blenden das hier kurz ein und wir können das von mir aus auch im On kommentieren. Dann können die Leute sehen, wie glücklich wir sind über diese wunderschöne Schönheit, die wir da sehen. Weil meine Fresse, also da habe ich gedacht, okay, guckst du dir an. Das Tolle ist, ich habe gesehen, dadurch, dass die Pflaster unterm Auge wechselt, ist das Fett so nach unten gerutscht. Siehst du das? Dadurch kriegst du dicke Backen. Das ist ja auch nicht unbedingt nur das Fett. Oh mein Gott. Das ist ja nicht nur das Fett, das ist ja auch die ganze, das ist ja Flüssigkeit, die im Gewebe Ja. staut. Ja, also Ja. eine Lymphflüssigkeit. Warst du eigentlich bei der Lymphdrainage? Nö, habe ich selber Ja, gemacht. selbst gemacht. Aber das ist natürlich klar, da kriegt man ja erstmal einen Schreck. Also das ist ganz schön wild, ne? Ja, ja. Ich fand es ganz lustig dann, Dafür weil hast du mich aber sehr selten angerufen und angeschrieben. Du hast ziemlich gut ich will durchgehalten. nicht nerven. Ich will nicht nerven. Nee, also ich empfand es auch nicht so. Nee, aber das finde ich, also ich weiß ja, dass das auch anstrengend ist für euch, ne, wenn man dann so Kundinnen hat, die irgendwie denken, wir haben jetzt hier die persönliche Hotline und ich kann einfach die ganze Zeit mit jedem Wehwehchen kann ich mich melden und klar. sagen, was ist denn da jetzt, warum ist das so? Ich will nicht nerven. Mir war schon klar, dass das einfach zwischendrin mal wild aussehen muss und dann und da muss ich dann halt durch. Und sowas amüsiert mich dann ja eher. Also ich habe dann an dem Tag habe ich vorm Spiegel gestanden und man sieht es in dem Video auch, weil ich, dadurch, dass das hier so schwer war, ich sah aus wie so eine
ja, also ich kenne es von Transfrauen, die wenig Geld haben und die sich dann irgendwie so Silikon ins Gesicht spritzen lassen, hier vorne so ganz viel und das fängt dann an so runter zu rutschen und dann hast du hier diese schweren Bäckchen, dadurch wird der Mund dann aber so ganz schnutig und dann habe ich vom Spiegel gestanden und habe diesen kleinen schnutigen Mund gehabt und fand das, also für einen Tag fand ich das putzig, aber das war dann ja auch schnell wieder vorbei, Gott sei Dank, weil dann war Tag 5 und dann bin ich hierher gekommen zum Fädenziehen. Und da war das alles schon wieder weg. Da hatte ich hier unten ein Hämatom. Ich habe das abgedeckt, weil ich mit der Bahn fahren wollte. Das ging gut. Und ich muss sagen, also das Schmerzhafteste an diesem ganzen Prozess war das Fädenziehen. Da war ich gar nicht so drauf vorbereitet, aber das war wirklich crazy. Also ich habe einmal sogar richtig geschrien. Wir hatten einen Stich hier, der hing an so einem Nerv anscheinend. Und mir war das die ganze Zeit gar nicht bewusst. Aber ich habe immer, wenn ich irgendwie eine Mütze an und ausgezogen habe, hat es bis hier hinten, bis in den Nacken rein quasi, hat es richtig wie Feuer gebrannt und ich habe immer gedacht, was ist das denn, was ist das denn? Das sind eigentlich so, ja, das sind einfach, wie man so ein Netz von Hautnerven, die dann eben solche Sensationen auslösen. Das ist auch relativ normal, für manche ganz schlimm. Und im schlimmsten Fall hat man auch Wochen noch danach, wenn man das berührt, dieses Prickeln dann an der Haut. Das habe ich, also ich hatte das ein bisschen noch, wenn ich so ganz doll massiert habe, weil du hast mir irgendwann gesagt, weil ich meine Brauen gar nicht bewegen konnte. Am Anfang hast du gesagt, musst du massieren. Habe ich dann gemacht. Und da habe ich es an manchen Punkten, wenn ich da so rangekommen bin und da so doller gerubbelt habe quasi, habe ich dann gemerkt, okay, da ist noch irgendwie die Connection zu dem Nerv, aber nur ganz, ganz leicht. Also jetzt das ist weg. Dann, also ganz soft. Ganz soft. So ein ganz bisschen Sensibilität. Ein bisschen dauert das meistens. Ja, also easy. Also überhaupt nicht schlimm. Aber ja, das Fädenziehen war krass. Da habe ich auch echt, du weißt, ich bin hart im Nehmen, aber da habe ich wirklich gedacht, okay, aua. Wer hat die? Sophie. Sophie hat die gesungen. Ja, die war hier. Nee, auch der hier unten, der da am Tränensack quasi war, da habe ich auch, da habe ich gedacht, aua, okay. Ja. Aua. Wir haben über den Tränensack. Ich wälze das gern auf andere ab, das Fädenziehen. Kann ich verstehen. Wir haben über die Tränensack-OP haben wir noch gar nicht so genau en Detail gesprochen, was da gemacht wurde. Jetzt habe ich gerade die Naht erwähnt. Lass uns da doch mal einsteigen. Wie genau du dich da genähert hast und von welcher Richtung und so. Grundsätzlich gibt es ja bei den Unterlidplastiken verschiedene Herangehensweisen. In deinem Fall ist es so, dich störte ja insbesondere diese Einlagerung, dieses Fettpad, also dieser Tränensack am Unterlid. Und da ist das Vorgehen meist so: Zugang über die Bindehaut, das heißt also von innen, wird mit einem kleinen Ritz ein Schnitt gemacht an dem Übergang zur Bindehaut und dann geht man dort, wir haben da so ein mikrokleines, es ist also eine ganz feine Nadel, die auf einer niedrigen Energiestufe steht und da kann man elektrisch sich in dieses Unterlidfett vorarbeiten. Dabei sind meine Wimpern gestorben. Und dann sieht man, wenn man alles schön dann sich dargestellt hat, dann sieht man 2 Fettkörper, die mit so einem kleinen Bändchen voneinander getrennt sind, so wie so ein Muskelstrang, der da so durchführt. Das muss man natürlich ganz genau auseinander präparieren. Ein Teil, was wirklich zu viel ist, das kann man entfernen, sollte man aber nie zu viel entfernen, weil wir würden sonst hohle Augen bekommen. Habe ich auch schon gesehen. Sieht scheiße aus. Sieht überhaupt nicht gut aus, wenn man da einfach random allen Fett da rausschneidet, kann sehr, sehr schlecht aussehen. Sieht auch nicht menschlich aus. Das kriegt so einen komischen Alien-Look, weil es dann so ausgezehrt aussieht, so ausgefressen. Ja, und wir haben ja auch diese Knochenkante an der, also die Orbita, die knöcherne Augenhöhle, die sieht man dann da. Und das ist einfach zu vermeiden. Das heißt, ich habe in deinem Fall, ich glaube, gar nicht viel Fett rausgeholt. Weil es war gar nicht so viel, es drückte nur so nach vorne. Und das Prinzip dieser OP ist, dass dann diese beiden kleinen Fettbäulchen, die plättet man. Also man dehnt die etwas aus und verlegt die in diese knöcherne Rinne, um die aufzufüttern mit diesem Fett. Das reicht manchmal gar nicht aus, deswegen haben wir auch noch Fett irgendwo geholt und eingefächert. Aber das ist das Vorgehen dieser OP. Und dann hat man automatisch ein ganz klein bisschen Hautüberschuss, das ist diese Pinch-Exzision, was du ja vorher schon hattest. Und da bin ich zugegebenermaßen immer sehr, sehr sparsam, das wegzunehmen, damit es eben nicht zu viel ist und man nicht so ein Triefauge bekommt. Und das ist eigentlich das Vorgehen. Das ist eigentlich, am häufigsten mache ich das so. Ja, und das hat ja perfekt funktioniert. Hat perfekt funktioniert. Ich sag mal, over 60 ist es oft so, da mache ich es direkt von außen, weil da haben wir so viel Hautüberschuss im Normalfall, dass es sich dann auch nicht lohnt, extra diesen Weg über die Bindehaut zu gehen. Nur auch da vorsichtig mit Entfernen von irgendwelchen Bändern, irgendwelche Muskeln durchschneiden, das hat sich meistens immer gerecht. Und
Du hast gesagt, also als ich heute hier reingekommen bin, hast du gesagt, da gehen wir noch mal ein bisschen nach, nehmen wir noch mal ein bisschen Fett und machen das noch mal ein bisschen glatter. Aber es ist ja so schon, ich bin so happy damit. Irgendwie, Ja, aber wir kommen gleich noch zu der Hürde, die wir meistern mussten. Aber ne, das ist im Unterschied zu vorher, ist das so ein krasser, also alle. ist jetzt. Ja. Nur, wir wissen, dass das Eigenfett, also das transplantierte Fett, das ist ein ganz klein gehäckseltes Fett. Und dieses ist nicht, das wächst da nicht so fest. Das ist eigentlich zu vergleichen mit einem Filler, hält vielleicht ein bisschen länger. Es gibt auch einen Langzeiteffekt, aber der ist nicht so, wie man sich das immer denkt mit dem eigenen Fett. Das muss ja dafür immer bleiben, das stimmt nicht. Daher lebt das auch ein bisschen von der Wiederholung. Und ich finde es immer gut, wenn man innerhalb der nächsten Wochen nach so einer OP, vielleicht nach 3 Monaten maximal, nochmal so ein kleines Refill macht. Das ist manchmal nur 1 Milliliter. Nanofett, einfach eine Fettcreme, die man da nochmal einfächert. Das induziert auch nochmal ähnlich wie ein Biostimulanz, einfach nochmal die Festigkeit am Unterlid, weil die Haut ist so dünn und die braucht das einfach. Und das ist eigentlich alles. Ja. Gut, wir machen jetzt, also wir haben die Fäden entfernt, Tag 5, das ist das letzte, was ihr gesehen habt. Wir springen jetzt mal ein bisschen nach vorne zu Tag 14 und 17 und dann werdet ihr sehen, warum Mäuse, die denken, sie wissen alles, vielleicht nicht immer die besten PatientInnen sind. So, wir sind jetzt genau bei Woche 2 und wie ihr sehen könnt, es ist sehr gut abgespannt. Wir haben hier oben noch so einen kleinen Bump, auf der Seite auch ein bisschen, wo die Einstichstelle quasi war. Das blaue Auge geht gut zurück. Hier drin ist noch ein bisschen Hämatom, hier unten drunter, hier und da habe ich so einen lilanen Eyeliner. Hier unten die Narbenhallen auch gut. Das, was so vorgewölbt war, ist immer noch ein ganz kleines bisschen, aber auch das geht gut zurück. Overall bin ich mit dem Unterauge sehr zufrieden. Wenn es abgedeckt ist, sieht es echt gut aus, glatt. Was mich irritiert, ist, dass ich die Stirn nach wie vor nicht bewegen kann. Und damit auch die Augenbraue. Ich muss kurz das Wasser anmachen für die Katze. Sonst schreit er rum. Also ich kann ein bisschen die Braue heben, aber es sieht für mich momentan mehr oder weniger aus wie vorher. Minus Bewegung. Und das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ne? Ich wollte die gerne schon irgendwo hier haben. Und ich hoffe, dass das noch kommt, sobald ich die bewegen kann, dass sie dann insgesamt irgendwie ein bisschen nach oben rutschen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ja, also jetzt für mich so vom Gucken her habe ich das Gefühl, es ist more or less wie vorher. Also ja, vom Unterauge bin ich begeistert. Oben denke ich, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, würde ich es nicht nochmal machen. Guten Morgen, mein Schatz. Ich habe gedacht, ich zeige dir mal, wie das aussieht in verschiedenem Licht. Denn wenn das Licht nicht frontal von vorne kommt, sehen wir das hier sehr gut. Hier ist irgendwie so ein Klumpen, der da so sitzt. Und auf der anderen Seite ist ein ähnliches Problem, dass da, muss gucken, wie das Licht fällt, hier irgendwie so ein Fettpad ist und da, also da und da, ein bisschen bäulich und hier in der Mitte ganz flach. Das hier stört mich nicht, dass das noch nicht, und die Braue, naja, ist nichts passiert, glaube ich, ne? Sieht es ja nicht so aus, als wäre das ein Erfolg, würde ich jetzt sagen. Weder an der Braue noch im Unterauge. Ich hatte gehofft, dass das Unterauge glatt genug ist, dass wir dann wenigstens sagen können, hey, guck mal, das hat sich total gelohnt. Aber so sieht es jetzt ja momentan zumindest auch noch nicht aus. Und ich weiß halt nicht, wie viel Healing da jetzt noch passiert. Und das ist beides, glaube ich, nicht optimal. Ja, wie ist das, wenn man so PatientInnen hat? Sag doch mal. Ach komm, ja, weder da noch dort hat das irgendwas gebracht. Das ist jetzt nicht so, dass du die Erste bist, die so reagiert. Ich bin darauf ja schon konditioniert. Es gibt natürlich welche, die melden sich einfach wochenlang nicht und kommen wieder und sagen, also alles gut. Natürlich unterschlagen die das, was du da jetzt präsentiert hast. Ich sehe das gar nicht. Die durchleben das genauso, zweifeln. Es gibt ja regelrecht, es hat ein Amerikaner, ich glaube der Dr. Nayak, Facelift-Spezialist, der hat wie so eine richtige Tagesschau
Show mal gemacht, an welchem Tag die Patienten dich noch lieben, nämlich so am Tag 2, 3, 4. Oh, wow, ist alles toll. Ab Tag 5, 6, 7 wird es ganz schlimm. Dann gibt es so nach 14 Tagen ist es absolute Low. Weil, also es ist genauso und dann hassen sie dich, sie zweifeln an, warum habe ich das überhaupt alles getan und so. Und das deckt sich ungefähr mit dem, mit der Tageszahl von dir. Eigentlich haargenauso. Ja. Und dann hast du gedacht, warum habe ich das getan? Und ich glaube, dann habe ich dir ein Video geschickt und habe dann dir gezeigt, wie du das vielleicht jetzt mal langsam massieren sollst. Wahrscheinlich haben wir es wirklich nicht im Detail so besprochen. Sonst hättest du es gemacht. Das ist eben auch mein Fehler, ne, dass ich manchmal so viel voraussetze oder es einfach gar nicht so sage. Das ist das Ding, das haben wir an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass es für mich ganz oft das Problem ist, dass ich in diese Gespräche mal reingehe und auch so tue, als weiß ich schon alles. Oft weiß ich gar nicht so viel, wie ich tue, dass ich es weiß. Manchmal weiß ich viel, aber oft haben die Leute dann auch den Eindruck, ich weiß sowieso schon alles, deswegen müssen sie mir nicht viel sagen. Ja, das ist manchmal, da passiert sowas. Jeden anderen würde ich dann wahrscheinlich gebetsmühlenartig das genau erklären. Die Schwestern schreiben es auch manchmal nochmal handschriftlich auf, morgens aufstehen, Zähne putzen, anschließend Auge rechts, Auge links, also wirklich idiotensicher. Und das ist uns einfach untergegangen aber du siehst, das sind eben Dinge, die schleichen sich ein in so einem Prozess. Aber das ging ganz gut. Du hast dann angefangen mit Massieren. Also ich blende jetzt kurz das Video ein. Christian hat mir tatsächlich einfach ein WhatsApp-Video geschickt als Antwort. Sehr beruhigend, sehr entspannt. Er hat gar nicht gesagt, Maus, wovon redest du, sondern hat einfach nur gesagt, alles gut. Hast du es mal mit Massage versucht? Und zeigt mir dann einmal nach da, einmal nach da. Und siehe da. Hi, wir sind jetzt ungefähr bei Tag, ich würde sagen 19 oder so. Knapp vor der 3-Wochen-Marke. Es ist noch ein bisschen früh am Morgen, also ein bisschen Schwellung ist sowieso normal jetzt. Aber ich muss einfach mal zugeben und sagen, diese ganzen Sachen, von denen, wo ich dachte, das ist scheiße gelaufen und das ist nicht das, was ich wollte, diese ganzen Schwellungen sind einfach weg. Christian hat mir gesagt, ich muss das wegmassieren. Ich habe angefangen, sie wegzumassieren und es war sofort weg. Also hi. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte vorher mal gesagt, wenn ich Geld dafür bezahlt hätte, wäre ich jetzt enttäuscht. I'm not. Ich Geld dafür bezahlt hätte, wäre ich jetzt sehr happy. Trust the process. Das ist so ein Ding, ne? Man muss sich einfach mal entspannen zwischendrin und abwarten. Nicht so meine Stärke, aber lohnt sich. Du hast auch hier die Stirn ein bisschen gelöst, weil die muss dann wieder so ein bisschen insgesamt gelockert werden. Hier habe ich immer noch das Gefühl, hier vorne, da könnte es noch mehr sein. Andererseits weiß ich halt auch nicht. Ich meine, wir hatten relativ frisches Botox da drin, vielleicht wirkt das noch, I'm not sure. Es wird noch ein bisschen in der Mitte hochkommen. Ach so. Gehe ich jetzt mal von, minimal. Aber es wird auch wieder, je nachdem, ob du jemals wieder Botox möchtest in die Stirn, kann es auch sein, dass es wieder eine kleine Senkung gibt, aber das ist wirklich nur das Pendeln der Botox-Wirkung. Weil ich habe momentan das Gefühl, ich werde erstmal keinen Botox mehr brauchen, weil die brauchst du auch erstmal Stirn nicht. viel, viel glatter ist. Ich hatte ja immer diese 2 sehr tiefen Querfalten, die auch mit Botox immer da waren, die sind jetzt weg. Ja, weil sie einfach mal hochgezerrt wurden. Ja. Ne? Und wenn du Glück hast, bleibt's. Das wäre crazy. Ja. Das wäre wirklich crazy. Also ich würde jetzt mal so ein halbes Jahr erstmal gar nichts machen und wenn du merkst, es kommt so nichts zurück, dann ist es eigentlich damit auch erledigt. Ja, Wahnsinn. Gut, also wir haben, ihr seht, ne, die Zweifel sind normal und in dem Fall war es wirklich innerhalb von, ich lüge nicht, 5 Minuten, 10 Minuten war das weg. Also ne, diese Ansammlung von Lymphflüssigkeit, die ich unterm Auge hatte, wo ich gedacht habe, das ist hier ich habe gedacht, das ist beuliges Fett, hat er falsch gemacht, das ist scheiße geworden, wir müssen das jetzt irgendwie retten, wir können das so nicht zeigen. Und er sagt, massier es doch einfach mal, das ist Lymphflüssigkeit und ich mache 5-mal so und das ist einfach weg. Also ja, danach war ich sofort sehr happy und sehr glücklich. Ja, hast ja auch gesagt und ich war jetzt nicht erstaunt darüber, aber auch das muss ich sagen, es gibt natürlich immer Dinge, wo man nicht weiß, was jetzt passiert. Es kann auch wirklich sein, dass das Fett in der Schicht gelandet ist, die einfach ein bisschen nach unten sackt, dass sich was ansammelt. Ja. Das kann man natürlich auch mit Massagen versuchen, den Schaden zu begrenzen, aber es gibt auch Dinge, die passieren und man ist erschrocken und weiß gar nicht, warum es so gekommen ist. Es ist halt einfach, ich sage immer, kein Lego-Steckkasten. Wir müssen Dinge auch mit einkalkulieren, die nicht zu erwarten sind. Das ist einfach das Business. Ja. Ich habe jetzt noch einen letzten Clip für euch, da könnt ihr jetzt sehen, das ist jetzt genau einen Monat nach dem Eingriff, also es ist jetzt, weiß ich nicht, 3-4 Tage her. Wir hätten das jetzt auch hier zeigen können, aber ich wollte nicht ungeschminkt hierher kommen. Deswegen seht ihr das jetzt alles nochmal zu Hause vor meinem Spiegel. Ihr seht genau, wo die Narben sind, wie doll die noch sichtbar sind.
und ihr seht eine glückliche Kundin. So, meine Süßen, heute ist es genau 1 Monat seit der OP und wie ihr sehen könnt, die Hörnchen hier oben sind fast weg, so gut wie. Ich kann die Braue besser bewegen, ist noch nicht ganz wieder alles da, aber es ist besser. Die Narben sind am Abheilen und es sieht alles mega aus, muss ich sagen. Ne, hier ist auf jeden Fall, die Braue ist höher als vorher, ich habe mehr Platz hier. Das hier ist schön straff und glatt und nicht beulig. Ich kriege super viele Komplimente. Das Gefühl im Oberkopf ist fast komplett wieder da. Die Stirn tut nur noch ein bisschen weh. Also ja, hier sieht man noch so ein bisschen die Punkte. Very happy. So, also ihr seht, es ist wirklich nicht mehr viel zu sehen. Es sind minimal noch diese kleinen Pünktchen hier, aber die hat man im Nu auch abgedeckt. Das wird noch verblassen jetzt über die nächsten Tage und Wochen, nehme ich an. Und das hier unten, also ich sehe das natürlich noch, dass da am Unterlid geschnitten worden ist, dass es da dunkler ist als sonst. Ich habe jetzt einfach angefangen, ein smokigeres Auge zu tragen, also ne, unten einfach ein bisschen dunkler zu machen, als ich das sonst gemacht habe und dann verläuft sich das komplett, also man sieht es gar nicht. Also ja, happy, 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 ne? Und die Leute, also wenn ich jetzt auf Jobs komme, zum Beispiel Leute, die mich lange schon kennen, ich komme da rein und mir folgt ja nicht jeder auf Instagram. Es hat nicht jeder mitbekommen, was ich gemacht habe. Und dann gibt es Leute, die sehen mich zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, ein paar Monaten. Und ich komme in den Raum, die sind so, Barbara Becker hat mich noch gefragt, ob ich gewachsen bin. Also, ne, wo man erstmal denkt, what? Aber die konnte das nicht platzieren. Die hat mich die ganze Zeit angeschaut, wieso bist du so hübsch? Irgendwas ist doch, was hast du denn? Und hat die ganze Zeit so versucht zu verstehen, was passiert ist. Und dann sagt sie irgendwann, bist du gewachsen? Also ich denke so, Maus, mit fast 48, nein. Aber ja, also es ist tatsächlich, werde ich die ganze Zeit gelobt und das hatte ich noch nie. Also ne, ich hatte auch noch nie bei Botox, was die Leute immer so erzählen, dass die Leute dann sagen, ach, warst du im Urlaub, du siehst so frisch aus. Noch nie hat irgendjemand was gesagt. Meine Güte, wie schön. Das ist jetzt das erste Mal. Du, freut mich. Ja, und es ist so dass subtil. Du dich auch wohlfühlst. Es ist so subtil. Es gibt 2 enttäuschte Freundinnen von mir, die hätten sich, glaube ich, gewünscht, dass ich so ein bisschen mehr Jocelyn Wildenstein bin. Also, dass es ein bisschen zu viel ist. Und die waren so, ach, das ist ja gar nicht dramatisch. Und ich so, nee, das sieht so aus wie vorher, nur halt ein bisschen schöner. Ach so, ja, okay. Also da habe ich gemerkt, die hätten es gerne dramatischer gehabt und das kann ich verstehen. Und ich hatte ja auch meine Momente, wo ich vorm Spiegel stand und mir dachte, wäre es nicht noch geiler, wenn die Braue jetzt da oben wäre. Aber dann denke ich auch, nee, weil dann würde ich einfach im Alltag auch weird aussehen. Also natürlich ist das für ein Foto geil oder für Mugging, aber nicht im Alltag, wenn du Leuten begegnest und dir eine Augenbraue klebt konstant hier oben. Nicht im Alltag und auch nicht in der Zukunft. Ja. Denn ich kann mich auch noch an eine Frau erinnern, die ich mal kennengelernt habe. Das war gar keine Patientin, das war über private Kontakte. Die hatte mir erzählt, sie hat sich die Augenbrauen liften lassen. Die standen in der Mitte der Stirn. Und das hat die irgendwie vor 20, 30 Jahren gemacht. Fanny Haddock. Kennst du Fanny Haddock? Ja, so ungefähr. Es war Wahnsinn. So, das war aber jetzt eine alte Frau. Ja. Und die hat sich nicht mehr geschminkt, die hatte graue Haare, die war also durch mit dieser ganzen Geschichte, aber hatte einfach mal die Augenbrauen in der Mitte von der Stirn. Nicht so schön. Das Ariana Grande Special. Ja, die hat das ja so irgendwie. Ja, ich glaube, die Tendenz hatte sie schon immer, aber je höher die gewandert sind, umso absurder sieht das aus. Es sieht dann absurd aus, ja. It's not good. Also meine Meinung, immer alles verhindern, was eventuell, vielleicht sieht es am Anfang cool aus, hat dann so ein bisschen übertriebenen Effekt, aber naja, aber das ist ja auch eine Art von, haben wir auch schon so oft gesagt hier, eine Art von Erwartungsmanagement, die einfach wichtig ist, von Anfang an zu sagen, Maus, erwarte nicht, dass wir das Amanda Lepore Special machen, sondern du kriegst halt das, dass du im Alltag durchs Leben gehen kannst, ohne dass die Leute sich fragen, was bei dir passiert ist. Genau. Und das ist natürlich das, was man möchte am Ende des Tages, wenn man mal die kleine Drag Queen im Kopf ausschaltet, die die Augenbraue hier oben haben will. Jetzt lass mal nochmal gucken. Wir haben vorhin die Preise schon mal eingeblendet. Wenn wir das jetzt alles kombinieren, was passiert ist, was wir gemacht haben, wo sind wir preislich gelandet?
Ja, das staffelt sich ja zusammen aus verschiedenen Einzeleingriffen, die gebündelt auch immer ein bisschen dann günstiger werden. Hauptprozedere ist ja eigentlich das Unterlid. Das ist auch der Teil der Operation, der auch diese Vollnarkose oder diese tiefere Sedierung in deinem Fall, es war ja keine Vollnarkose, aber wo man eben nicht nur mit Lokalbetäubung arbeiten kann. Das ist so der Haupteingriff, der kostet so um die 5.000 Euro und das Gliding Braulift 4.000 Euro und Eigenfett, das ist dann einfach noch das Add-on dabei, das ist dann je nach Menge so um die 1.000 Euro, schätze Also die ich sind mal, ne? roundabout bei 10. So roundabout 10.000 plus noch natürlich der Narkosearzt, der auch noch eine gewisse Leistungsrechnung dann hat. Was kriegt der 1,5? Nee, weniger. Das ist für den Eingriff, das waren vielleicht so 1,5 Stunden, die wir gebraucht, oder 2 Stunden. Ich schätze mal so um die 1.000. Okay. Ja. Gut. Ich weiß, es ist nichts Günstiges. Aber soll auch nicht. Also Ja, und wir übertreiben auch nicht, wir haben keine Fantasiepreise, das wer denke ich, das weiß man auch. Discount-Geschichten machen möchte und das Risiko eingehen will, das judge ich überhaupt nicht. Ich kann das total gut verstehen, aber dann ist das hier halt nicht die Adresse. So. Ja, es gibt zugegebenermaßen auch nicht, ich glaube auch nicht, es gibt es viel günstiger, wenn es in dem ganzen Setting so stattfinden soll. Gibt es vielleicht eben auch, kommen wir ja in der anderen Folge mal drauf, was eben auch bei Botch schief gehen kann, das ist ja auch das Setting. Ja? Das ist, was für ein OP ist und das, was für Personal ist das, wie viele Menschen beschäftige ich, damit gute Ergebnisse rauskommen. Das bin ja nicht nur ich, das ist ja auch eine OP-Schwester und Helfer bis hin zum Sterilisationsnurses und so weiter. Das alles kommt ja dazu und somit entstehen solche Kosten. Ja, und ich meine, ne, Deutschland ist natürlich teurer als andere Länder. Es gibt andere Länder, wo all diese Standards auch gehalten werden, wo auch tolle Ärztinnen arbeiten, wo es dann dementsprechend günstiger ist. Aber dann muss man halt den Flug dazu rechnen und die Unterbringung dazu rechnen und auch mit einrechnen, dass man dann eventuell niemanden hat, der die Nachsorge machen kann, wenn was passiert im Heilungsprozess. Also ja, das sind alles Sachen, über die werden wir auch mal reden. Wir werden mal eine Surgery-Tourismus-Folge machen oder Beauty-Tourismus-Folge machen, wo wir über all das sprechen können im Detail. Aber ja, that's what it costs. Lass uns nochmal über die korrekte PatientInnen-Auswahl sprechen. Für wen kommt das in Frage, für wen nicht? Wir haben schon gesagt, für Leute mit viel Melanin ist der Gliding Brow Lift zumindest keine gute Option. Was ist denn Altersgruppe so? Was sagst du? Für diese Kombi, die wir jetzt bei dir gemacht haben, ist es genau das Alter so zwischen Mitte 30 bis Mitte 50, vielleicht auch 60, je nachdem, wie die Hautbeschaffenheit ist. Also sozusagen vorm Rentenalter, sage ich mal, für Jüngere. Weil es gibt nicht viel Haut, die wir wegschneiden müssen. Am Unterlid eben, wie gesagt, nur dieser kleine Pinch. Es geht eher um die Markierung, um Konturen, um Fettreduktion oder Fettverteilungsänderung. Und natürlich hier auch beim Gliding Brow Lift, da kannst du natürlich nicht jemanden, den die Augenbrauen da irgendwie fast auf der Nase hängen. Da muss ich natürlich was anderes machen. Ja. Aber das ist meistens in dieser Altersgruppe nicht der Fall. Und Frauen und Männer, finde ich, müssen gleich behandelt werden. Sind unterschiedlich zu operieren, aber sind immer gute Kandidaten, wenn alles so passt. Ich glaube, bei mir war es ja nicht mal unbedingt eine Alterssache, sondern eine Genetiksache. Ne? Genetisch. Mein Vater hat das, mein Bruder hat das, wir haben das alle mehr oder weniger, auch auf einer Seite doller als auf der anderen. Und das hat mich ja wirklich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ja, also es ist immer genetisch. Den hast du bei mir wirklich schon auf Fotos mit 16, 17 ist der da. Und der hat mich die ganze Zeit genervt und man sieht halt immer auch ein bisschen müder aus als andere Leute. Ne? Du siehst immer ein bisschen geschaffter aus, immer so ein bisschen verkloppt. Ja, und diese Fettkörper, die drücken sich ja immer weiter nach draußen. Dein Gewebe wird lockerer, dieser kleine Ringmuskel, der da drum geht, der stretcht aus und es wird immer mehr und deswegen sollte man es auch nicht zu spät machen. Und was wir da alles schon versucht haben, ne? Wir haben versucht mit dem Lachssperma, mit den Polynukleotiden die Haut dicker zu machen. Wir haben mit dem CO2-Laser da rumgeballert, um zu gucken, ob wir das irgendwie tighter kriegen, den Hautüberschuss wegkriegen. Und das, was jetzt geholfen hat, war die OP. Und das ist halt dann öfter auch so, das haben wir ja auch schon besprochen, dass man sehr viel Geld ausgeben kann mit minimalinvasiven Sachen über die Jahre. Und manchmal ist es vielleicht doch die bessere Option, das Geld zu sparen und es dann einmal richtig zu machen, weil dann hat man ein Ergebnis. Richtig. Und muss nicht überlegen, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Sage ich ganz oft. Ja. Ich sage auch ganz ehrlich, sparen Sie sich doch nun jetzt diese 7.000 Sitzungen mit irgendetwas, wenn ich Die auch Geld kosten. Die auch Geld kosten, die ich auch gut finde in manchen Fällen Ja. oder wo sich es einfach anbietet. Aber manche Leute berate ich dann auch wirklich so und sage, also lassen Sie es, tun Sie es in Ihr Sparstrümpfchen und dann kommen Sie in 2, 3 Jahren und dann machen wir mal was Richtiges. Ja.
Schön, mein Schatz. Hast du noch irgendwas, worüber du noch sprechen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben? Nein, also dein Gesicht haben wir jetzt komplett durchgesprochen, auseinandergenommen, zusammengeflickt und In der nächsten Folge machen wir ein anderes Körperteil. you never know. Nein. Sehr schön, dann bin ich sehr zufrieden mit dieser Folge und mit dem Ergebnis und bin einfach super, super happy und dankbar, dass wir das gemacht haben, dass du das für mich gemacht hast, mit mir gemacht hast. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so sehr geekelt und ihr habt das mitnehmen können beim über die Schulter schauen. Ich bin ja jemand, der immer sehr für Offenheit ist und für Dinge so zu zeigen, wie sie sind und das für euch da mitnehmen zu können und euch das zeigen zu können, auch the good, the bad and the ugly und mich als ungeduldiges, nerviges Ding. War mir ein Vergnügen und ein Fest. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wisst ihr, was ihr machen könnt. Ihr könnt nämlich liken, teilen und kommentieren. Ihr könnt euren FreundInnen von uns erzählen, KollegInnen, wem auch immer. Wenn ihr selber mal Interesse daran habt, euch beraten zu lassen und vielleicht einen Eingriff vornehmen zu lassen bei Christian, dann findet ihr Metropolitan Aesthetics, da sitzt der Herr hinterm Schreibtisch in Berlin und in Zürich und die Website blenden wir in den Shownotes ein, dann könnt ihr die da einfach auch nutzen und euch einfach mal einen Termin geben lassen. Und eine kleine Vorschau auf die nächste Folge, wir haben es jetzt schon mal ein bisschen angeteased. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Da sprechen wir über schiefgelaufene Eingriffe und Konstellationen in der Schönheitschirurgie, botched. Yes. Und ich glaube, da können wir eine Menge erzählen. Wir wollen niemanden auseinanderpflücken. Nein. Das finde ich ganz doof, du auch. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich auch darüber zu sprechen. Absolut. Und ein paar Sachen mal vielleicht aufzudecken. Ja, und nicht aus so einem Blickwinkel, wo man sich über Leute lustig macht und die bloßstellt, sondern eben auch zu sagen, hey, das kann passieren, das kann man dagegen tun. Und da sind wir dann vielleicht auch mal machtlos. Und richtig. Und was ist einfach auch mal einfach so, wie es ist? Ja. Was ist überhaupt botched? Aber ich glaube, da haben wir eine Menge zu erzählen. Bin gespannt. Ich freue mich drauf. Bis da, ihr Süßen. Tschüss.